Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute in dem Video soll es spezifisch um den Druiden gehen, warum er im Moment die unbeliebteste Klasse ist, wie ihr hier zum Beispiel auf EU9 seht. Der Druide ist mit weitem Abstand die letzte Klasse, die gewählt wird, aber auch gleichzeitig mit einer der schlechtesten Klassen im Moment gerade ist. Das klären wir heute in diesem Video und warum er auf jeden Fall auch gebufft werden muss. Das ist ganz, ganz klar. Und ja, das Ganze auf jeden Fall heute. Bevor das Ganze aber losgeht, ein neues Jahr ist angebrochen. Die Leute haben sich neue Vorsätze für das kommende Jahr vorgenommen. Und ja, viele von euch da draußen treiben Aktivsport, wollen sich ja, gesünder ernähren, gesünder leben, und dazu gehört auf jeden Fall auch, die ganzen zuckerhaltigen Getränke wegzulassen. Und der ein oder andere von euch weiß jetzt schon, in welche Richtung das Ganze lenken wird. Und zwar Holy Energy. Ja, mein Partner in Crime auf jeden Fall ist wieder auch für euch dieses Jahr mit am Start. Und ich kann von euch, ja, für euch jeden nur mal empfehlen, wer von euch sehr gerne Energies trinkt, aber auch Eistee oder Hydration Drinks für die Leute, die Sport machen, ja, kann ich das Ganze wirklich nur vom Herzen empfehlen. Das Ganze könnt ihr mit einem ruhigen Gewissen zu euch nehmen. Wenn ihr Energies schon trinkt, ja, was ja nicht unbedingt gut ist, dann macht es wenigstens auf die alternative, gesunde Art und Weise, und das halt über Holy. Und ja, die ganze, ihr könnt das Ganze hier mal ausprobieren. Es gibt ein Starterpaket für 24,99. Mit meinem Code DORZA5 spart ihr euch 5 €, dann bezahlt ihr hierfür nur 20 €, kriegt 14 Proben plus noch einen Shaker umsonst obendrauf, und dem Ganzen könnt ihr sehr gerne mal einen Versuch geben. Ich habe bisher noch kein einziges negatives Feedback dazu gehört, deswegen checkt das Ganze sehr gerne aus. Unten in der Videobeschreibung oder angepinnt im Kommentar findet ihr das Ganze, und wie gesagt, mit dem Code DORZA5 spart ihr euch 5 € oder mit dem Code DORZA 10%, je nachdem, was für euch besser ist, ja. Und genau, ihr habt hier sehr viele Vorteile, halt eben unter anderem kein Zucker drin, ihr habt da keine Kalorien drin, ihr habt keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe drin, und ja, günstiger ist das Ganze auch, als wenn ihr euch jetzt irgendwie ein Ready oder ein Monster in der, ja, im Discounter holt. Ne? Mit 80 Cent pro Portion ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, und ja, deswegen probiert es aus. Falls es euch nicht gefällt, dann lasst es sein, und lasst mich sehr gerne wissen, ob es euch ja, gefallen hat oder nicht. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Der Druide ist mit Abstand die unbeliebteste Klasse. Wir sehen es auf EU9. Er wurde ja nur 3,48% der Gesamtsumme mal gepickt. So, und auf den vergangenen Serverstarts sah es auch ungefähr ähnlich aus. Er ist nicht wirklich beliebt. Das Ganze kann damit zusammenhängen, dass die Klasse an sich vielleicht unbeliebt ist, so von dem, was die Klasse kann. Das Ganze kann aber auch andere Gründe haben, und zwar ist der Druide die einzige Klasse, wo die Fähigkeit nicht, ja, zusammen mit dem Gladiator später in der Unterwelt funktioniert. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier auf mein Main schauen, in die Unterwelt rein, da haben wir zum Beispiel den Gladiator, und der gibt euch einen kritischen Schadensbonus, und das heißt, wenn ihr irgendwo crittet, dann bekommt der Crit halt mehr Schaden durch den Gladiator. So, und ja, das ist halt eben bei vielen verschiedenen Klassen, können diese halt eben durch diese Crits, ja, deutlich mehr Schaden raushauen. Beim Druiden ist dies nicht der Fall, da das Ganze gekappt ist, beziehungsweise nicht gekappt, sondern der Sturzflug des Adlers kann nicht critten, weil der Sturzflug-Schadensbonus halt eben auf, ja, einen bestimmten Wert halt eben ja, gekappt ist sozusagen, beziehungsweise begrenzt. Und das Ganze wurde in der Taverne auch aufgegriffen von vielen Leuten, die das auch getestet haben und die auch gleichzeitig
Verbesserungsvorschläge rausgebracht haben. Das Ding ist halt, ihr habt halt einen festen Wert bei diesem Sturzflug des Adlers und der verleiht euch im Early Game auf jeden Fall mehr Power als andere Klassen, weil der halt eben einen festen Wert hat, der ziemlich hoch ist an sich. Allerdings flacht er halt eben im Late Game ab im Vergleich zu anderen Klassen, weil diese dann halt eben durch den Gladiator profitieren und der Druide fällt dabei hinten ab. Das heißt, er ist im Early Game relativ stark im Vergleich zu den anderen Klassen, aber umso höher der Gladiator ausgebaut wird, umso mehr profitieren die anderen Klassen davon und umso stärker werden die und der Druide wird halt nach hinten geschoben. Ich habe das Ganze auch mal hier übersetzt und in einem Text mal zusammengefasst von den Leuten aus der Taverne. Wir haben vor kurzem den Druiden erneut untersucht, nachdem es einige berechtigte Beschwerden darüber gab, dass er mit der Zeit immer schlechter wurde. Und wir haben einen kleinen Designfehler beim aktuellen Druiden festgestellt, aber ich habe bereits einige Tests durchgeführt und die Behebung sollte relativ einfach sein. Die Beschwerde, das Problem, Druiden haben später im Dungeon eine schlechte Leistung. Der Grund: die Erklärung: Druiden können den Gladiator-Bonus nicht voll ausnutzen. Die Swoop-Attacken, also der Sturzflug, die nicht kritisch sein können, senken die durchschnittliche kritische Rate vom Druiden etwas und diese Sturzflüge werden weniger nützlich im Vergleich zu kritischen Angriffen, sobald diese durch den Gladiator verstärkt werden. Alle anderen Klassen nutzen den Gladiator auf die gleiche Weise, außer Druiden, die dadurch mehr von dem kritischen Bonus profitieren können. Ein vereinfachtes Beispiel: Wenn man einen Druiden, einen Magier und einen Krieger mit gleichen Stats und mit gleicher Stärke, Macht, das ist halt übersetzt, mit Gladiator 0 vergleicht, dann ist der Druide die beste Dungeon-Klasse von diesen 3 Klassen, aber wenn man sie mit Gladiator 15 vergleicht, dann ist der Druide die schlechteste von den 3. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, das Ganze wurde auch durchgerechnet. Vielen lieben Dank auch an der Stelle, dass uns das Ganze zur Verfügung gestellt wurde, dass wir das mal in einem Video auffassen können. Und die Lösung dafür ist folgende: Mit der geringsten Änderung der Kernmechanik des aktuellen Druiden wäre die Hinzufügung eines Gladiator-Bonus zum Sturzflug-Schadensbonus. Aber anstatt von plus 0,11 pro Gladiator-Gebäude-Level nur 0,05 pro Gladiator-Gebäude-Level. Viele Zahlen, aber im Prinzip heißt das unterm Strich, ein etwas schwächerer Gladiator im Vergleich zu den anderen Klassen bekommt der Druide, dass der aber dafür auf dem gleichen Level bleibt wie die anderen Klassen auch und nicht so doll abflacht. Sonst wäre der Druide im aktuellen IHOF OP, so würde sich der Druide mit der Zeit nicht verschlechtern, wie es derzeit der Fall ist, und das Ergebnis wäre nicht OP. Das Einzige, was der Programmierer beachten müsste, ist, dass im PvP der eigene Gladiator durch den gegnerischen Gladiator reduziert wird und umgekehrt. Das Ganze wurde auch mal durchsimuliert, und das will ich euch auch sehr gerne mal zeigen. Und zwar haben wir hier folgendes Szenario. Und zwar haben wir einmal hier 2 Seiten. Beides, also wir haben auf der linken Seite einmal, sorry, das ist für mich schon sehr früh jetzt gerade. Wir haben es jetzt 10 Uhr morgens, ich komme aus der Nachtschicht und habe noch gerade Sport gemacht, deswegen ist gerade sehr, bin ich gerade ein bisschen verpeilt, falls man mir das vielleicht hier und da mal anmerkt. Ich gucke nochmal ganz kurz gerade nach dem Text. So, und zwar haben wir hier ein Beispiel, wo quasi durchsimuliert wird. Das ist einmal ein Druide und einmal ein Magier mit gleichen Werten und die werden jetzt halt eben gegeneinander verglichen. Also die haben komplett die gleichen Werte. Und nur die Gegner, gegen die diese beiden Klassen kämpfen, werden halt eben mit der Zeit stärker. Und das Ganze fangen wir an mit Gladiator auf Stufe 0 und gehen dann hoch bis Gladiator Stufe 15. Und hier vergleichen wir halt einmal den Druiden auf der linken Seite gegen den Magier auf der rechten Seite und welche Chancen die gegen die anderen Klassen da im Moment haben.
Und dann sehen wir hier auch zum Anfang, bevor das Ganze losgeht, wo der Gladiator noch nicht ausgebaut ist, jetzt sind wir ja ganz am Anfang hier, sehen wir, dass zum Beispiel, wir nehmen das mal jetzt anhand vom Berserker einfach, ja, wir nehmen hier den Druiden gegen den Berserker, hat jetzt ja eine Gewinnchance von 6,3, so, ne? Da ist der Magier zum Beispiel im Moment noch deutlich schlechter, der gerade mal bei 2,3 liegt, ja, wir befinden uns halt im Early Game. Und wenn wir das Ganze jetzt öfter mal durchsimulieren, dann sehen wir, dass auf beiden Seiten natürlich die Gewinnchance steigt. Ne? Wir achten jetzt mal nur auf den Berserker hier, Druide gegen Berserker und Magier gegen Berserker. Dann sehen wir bereits schon, okay, die Chance wird hier stärker beim Druiden, aber beim Magier sehen wir schon einen deutlich heftigeren Anstieg und wir sind jetzt gerade mal auf Gladiator Stufe 5 jetzt. Ne? Also hier unten ist die Gladiator Stufe. Wir haben halt hier mit 0 angefangen und da auf diese müsst ihr halt achten. Ja? Jetzt sind wir hier auf 5 und hier sehen wir schon, dass der Magier schon fast stärker ist. Jetzt, wie gesagt, auf das Beispiel erstmal vom Berserker. Gegen Druide, gegen Berserker, aber auch natürlich auf alle anderen Klassen steht er natürlich gleich da, aber nur mal, um das zu verdeutlichen, damit ihr das mal seht. Und auf Gladiator Stufe 6 hat zum Beispiel der Magier jetzt schon bessere Chancen als der Druide und wie gesagt, der Gladi ist jetzt gerade mal Stufe 6. Das heißt, hier fällt der Druide tatsächlich schon deutlich ab. Und wenn wir noch weiter hier hochgehen, seht ihr, Stufe für Stufe des Gladiators profitieren die anderen Klassen, beziehungsweise in dem Fall jetzt der Mage, aber bei den anderen Klassen ist es genauso, immer mehr vom Gladiator-Bonus. So, jetzt sind wir hier bei Stufe 15 angelangt. Das ist die höchste Gladiator-Stufe. Und hier sehen wir jetzt den, wo wir zum Anfang drauf geachtet haben, der Berserker hat hier, beziehungsweise der Druide hat gegen den Berserker jetzt zum Beispiel eine Chance von 16,79, wohingegen der Magier jetzt mittlerweile eine 27,66%ige Chance hat, ihn zu besiegen, alleine aufgrund des Gladiators. Und hier seht ihr halt eben die ganzen Prozentchancen, Magier gegen den Druiden, dass der Druide nachher deutlich weiter abflacht im Vergleich zu den anderen Klassen und deswegen ist es halt eben so wichtig, dass der Gladiator vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Liebe bekommt, beziehungsweise halt eben die Lösung hier auch, die vorgeschlagen worden ist, eventuell übernommen wird, damit der Druide auch wirklich dann wieder gleichgestellt ist und eventuell nicht, wie jetzt hier zum Beispiel im Moment, die unbeliebteste Klasse ist. Ja, wir können natürlich auch nochmal sehr gerne auf EU8 schauen, auf vergangene Server. Da sehen wir aber, da ist der Druide auch auf dem letzten Platz und ich denke mal, ich habe es jetzt nicht überprüft ganz genau, aber ich habe es so ein bisschen hier und da verfolgt. Druide ist wieder auf dem letzten Platz von Europa. 7, 8, 9, die letzten 3 Server ist es jetzt jedes Mal so gewesen, dass der Druide auf dem letzten Platz war. Hier ist er ja auf dem vorvorletzten, da war der Nekromant, nee, stimmt, ich glaube, da war der Nekromant noch gar nicht draußen, ne? Ja, ich glaube, da war der Nekro noch nicht draußen gewesen. Stimmt. Deswegen war das sind jetzt alles Nekro-Aufholer, glaube ich, auf EU6 müssten das sein. Ja, deswegen ist der Druide nicht auf dem letzten, sondern der Nekro. Das sind Aufholer hier. Ne? Aber ansonsten, wenn wir hier noch weiter mal so durchschauen hier, es sind hier Aufholer, Nekros auf jeden Fall. Sehen wir hier auch, der Krieger und Druide teilen sich hier fast die letzten Plätze. Also Druide, gerade jetzt bei den letzten Serverstarts, auffällig, aber halt auch eben die Serverstarts davor. Eine sehr unbeliebte Klasse, aber halt auch eine Klasse, die nicht hundertprozentig gebalanced ist. Und deswegen wollte ich da auf jeden Fall auch nochmal drauf aufmerksam machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Mehrwert von der Community aus dem Shakes and Fidget Tavernen Discord, dass die immer sich da so reinhängen und auf solche
Umstände darauf aufmerksam machen und ja, eventuell wird da in Zukunft ein bisschen was dran getan. Und ja, das soll es auf jeden Fall soweit von mir gewesen sein. Wie gesagt, tut mir nochmal leid, dass ich ein bisschen verpeilt bin jetzt gerade in der Episode, aber ja, für mich ist heute schon der Tag vorbei, auf jeden Fall. Gut, ich bitte das zu entschuldigen und ja, das war es soweit von mir. Jetzt wisst ihr da auch erstmal wieder Bescheid, ne? Und an alle Druiden, haltet weiter durch. Da kommt bestimmt in Zukunft jetzt nochmal ein bisschen Druck, dass ihr da auch in Zukunft ein bisschen besser dasteht, eventuell. Und deswegen, ja, lasst euch da jetzt nicht von unterkriegen. Alles klar, das war's soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.